Ja, willkommen bei einer neuen Sendung unserer Disney Parks Show aus den Dein DLRP Studios hier in Mainz, also aus unserem Büro hier in Mainz, unserem Bürosofa mit Special Guest Dumbo und der Chef ist dabei und ja, wir probieren heute wieder was Neues aus. Goofy ist dabei, der uns hier mit Getränken versorgt, macht einen sehr guten Job. Wir versuchen heute wieder was Neues. Das Thema heute ist zum ersten Mal eine Top-Liste. Wir werden in der nächsten Zukunft in loser Folge die einzelnen Disney-Parks von Walt Disney World und Disneyland Paris durchgehen und unsere Top- und Flop-Listen zu Attraktionen, erstmal Attraktionen und dann sehen wir weiter, präsentieren. Das Ganze funktioniert so, wir fangen bei Position 5 an. Bei den Top-Listen ist 5 unserer Meinung nach die 5 beste, 1 die beste. Bei den Flop-Listen ist die 5 die 5 schlechteste und die 1 die schlechteste. Genau. Wir beide wissen nicht, was der jeweils andere sich an Attraktionen ausgesucht hat. Also wir werden uns da gegenseitig auch überraschen vielleicht. Bin gespannt. Und wir fangen mal mit dem Magic Kingdom an in Walt Disney World. Wir hatten jetzt bisher 3 Sendungen über Disneyland Paris und jetzt ist mal Zeit für einen Abstecher nach Walt Disney World. Genau. Ja, und dann fangen wir auch schon an mit der Nummer 5 von Dörte. Das Wir sind bei den ganz Tops. kurz danach bei den Tops. Ich wollte gerade sagen, die Tops. Das ist für mich der People Mover. Auf Platz 5 hast du den Auf People Platz Mover. 5 habe ich den People Mover, Und das meiner 5 besten Attraktionen. Kommt wie? Ich mag den People Mover einfach. Schon allein der Soundtrack, der einen da begrüßt, dann setzt man sich in diesen Wagen und fährt ja, im gemütlichen Tempo quer durchs Discoveryland, hat immer einen schönen Blick von oben, fährt teilweise durch andere Attraktionen wie Space Mountain, dann sieht man noch ein Modell von Epcot. Es ist einfach herrlich entspannend. Nicht nur, wenn man für die Füße eine Pause braucht, weil sie einem wehtun, sondern mir macht einfach Spaß, da zwischendurch sich mal für, ich weiß gar nicht genau, wie lange die Fahrt dauert, ich würde sagen knapp 10 Minuten. Ich habe es nie gemessen. Ja, ich auch nicht. Ich tippe auf 10 Minuten, ich weiß es nicht genau. Da einfach hinzusetzen, dem Treiben zuzuschauen und ja, dazu kommt, es ist überdacht. Falls es mal gerade einen kleinen Schauer gibt, ist man im Trocknen. Die Wartezeiten sind eigentlich auch überschaubar, ist nicht vorhanden. Dass man da, ja, das ist einfach, macht mir einfach Spaß. Das ist deine Nummer 5? Genau. Meine Nummer 5 ist die Country Bear Jamboree. Ah, ja. Ja, das ist für mich eine gute Laune-Attraktion. Ich weiß nicht, wir haben das jetzt schon bestimmt 15 Mal gemacht, alles in allem. Bestimmt, ja. Und ich könnte jedes Mal wieder Tränen lachen. Ja. Also es ist super lustig, es ist ein Klassiker. Ich habe ein bisschen schwer getan, nämlich Country Bear Jamboree auf dem Platz oder nämlich Tiki Room. Beides Klassiker mit einem ähnlichen Schema, Humor, Musik. Aber ich habe mich für die Country Bear Jamboree entschieden, die ist absolutes Highlight. Gute Entscheidung, finde ich. Ja. Ja, dann kommen wir zu deiner Nummer 4. Ja. Hast du auch die 4? Achso, Nummer 4. Ja, das ist bei mir Splash Mountain. Mhm. Oh, ich habe es glaube ich falsch rumgehalten. Also ihr merkt, wir sind auch bei dem Format noch am Üben. Die Nummer 4 von Dörte. Also wiederhole ich, es ist Splash Mountain, daran hat sich nichts geändert. Das ist für diejenigen, die es vielleicht nicht wissen, eine Wasserbahn, ähnlich einer Baumstammbahn, wie man sie aus deutschen Freizeitparks kennt, im Frontierland, in der man durch Szenen des Films Onkel Remus Wunderland fährt. Dabei Brer Rabbit, Brer Bear und Brer Fox trifft. Ist einfach wunderschön gestaltet, bietet ein bisschen Action, also auch vielleicht ein bisschen mehr. Einige haben doch Respekt vor dem einen Sturz, der ziemlich steil nach unten geht, bei dem du mal deine Lieblingsmütze verloren hast. Also merkt euch besser keine Mützen aufsetzen oder die gut festhalten, die können abhanden kommen. Man kann auch, je nachdem wo man sitzt, gut nass werden.
Also ist uns auch schon passiert, dass wir da triefend aus dem Boot gestiegen sind. Kommt also ein bisschen aufs Wetter an, ob man das machen möchte oder nicht, denn es gibt keine Trockenapparate, Föhns oder sonst was. Also in Florida auch normalerweise jetzt nicht notwendig. Ja, wir hatten im Dezember teilweise Ja. 2-3 Grad. Das ist dann natürlich wieder ein Problem. Da macht man es vielleicht besser nicht oder plant es so, dass man es direkt bevor man aus dem Park rausgeht macht, dass man dann nicht den ganzen Tag patschnass durch die Gegend läuft. Ja. Das ist eine Attraktion, die macht einfach Spaß, hat einen gewissen Action-Faktor. Also mir gefällt. Also gute Ja. Wahl, finde ich. Zu meiner Mütze vielleicht die Story, das hat mich wirklich, also ich habe mir im Old Key West eine Old Key West Mütze gekauft. Ich liebe das Hotel, das ist mein absoluter Favorit in Disney World. Ich habe die auf, habe nicht mitgedacht, habe mich in die Bar gesetzt und beim großen Drop, genau in dem Moment, in dem das On-Ride-Foto gemacht wird, fliegt mir die Mütze vom Kopf. Das hätte ein super On-Ride-Foto wenigstens geben können. Und da hatten wir dann ausgerechnet noch den einzigen Fehler, den wir je bei Memory Maker Fotos in Walt Disney World hatten, denn da war auf dem Foto, das bei uns auf der Karte gespeichert wurde, oder im Account gespeichert wurde, leider genau die Person hinter uns statt uns. Also habe ich nicht mal ein Foto von der Mütze. Ja, meine Nummer 4 ist Haunted Mansion. Ja. Haunted Mansion ist bei mir, obwohl Paris die Version mit der besseren Geschichte hat, mit einfach viel mehr Geschichte, die ins ganze Land eingebunden ist, etc., ist Haunted Mansion bei mir draufgekommen. Nämlich einfach deshalb, weil es 2 Szenen hat, die ich unvergleichlich gut finde. Das eine ist der Raum mit den Escher-Treppen. Das ist optische Illusion, einfach toll gemacht. Und das zweite ist The Attic, also der Dachboden. Der ist einfach, ja, begeistert mich total und deshalb musste Haunted Mansion bei mir drauf. Und ja, gehört für mich in diese Top-Liste. Ja. So, dann kommt Dörtes Nummer 3. Ja, da habe ich Meet the Disney Pals as Circus Stars at Pete's Silly Sideshow. Ich muss jetzt mal, der Name ist etwas sperrig, was ist darunter zu verstehen? Es sind 4 Disney-Figuren, Daisy, Minnie, Goofy und Donald, ja, alle richtig, die als große Zirkusstars im Zirkuszelt im Fantasyland anzutreffen sind. Minnie ist zum Beispiel eine Hundedompteurin, Daisy eine große Wahrsagerin, Goofy ein Pilot. Keine Außerkanone. Ja, genau. Und Donald ein... Nein, nicht außer Kanone, Entschuldigung. Nein, Motorrad, genau. Kreisen. Als Pilot ein Motorradfahrer in so einer Kugel. Genau. Und Donald ist ein Hypnotiseur. Das macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Die Interaktion da war bisher immer 1A, also wirklich klasse. Die Wartezeiten waren ja im Prinzip auch nicht vorhanden, obwohl der Park voll war. Man muss sich zweimal anstellen, einmal für die beiden Mädels, einmal für die beiden Jungs. Wir haben auf jeder Seite vielleicht 10 bis 15 Minuten gewartet, länger war das nicht. Wenn überhaupt, ja. Und hat tolle Erinnerungen, nicht nur Fotos, sondern auch, was man sich selber merkt, die Interaktion und so weiter. Wird halt von vielen übersehen, weil es ein bisschen versteckt im Fantasyland liegt. Und also auf jeden Fall merken, hingehen, Fotos machen, Spaß haben. Und ein großer Vorteil ist auch, dass die Charakter, auch wenn's also Daisy und Minnie stehen an einer Position zusammen, aber in 2 getrennten Szenen. Ja. Und Goofy und Donald stehen zusammen. Ja. Aber die beiden interagieren innerhalb der beiden Bereiche, also Daisy mit Minnie auch noch ein bisschen und Goofy mit Donald. Das war bei uns klasse, weil Goofy uns gezeigt hat, wer an seinem Missgeschick schuld ist in der Kugel. Ja. Oder das Motorrad in die Wand der Kugel gesetzt hat. Das war natürlich Donald. Donald hat das alles abgestritten und das ist wirklich klasse. Ja. Also es ist ein würdiger Platz. Bei mir ist auf Platz 3 die Jungle Cruise. Ah, ja. Die Jungle Cruise ist auch ein absoluter Klassiker. Man könnte sagen, inzwischen überholt vom Animal Kingdom, aber das ist ein Klassiker, der, glaube ich, nicht sterben kann. Eben
weil man ganz ursprünglich war die Idee mal echte Tiere zu nehmen. Und man hat dann aber auf Animatronics gesetzt und das ist jetzt einfach ein Klassiker und er nimmt sich selbst einfach nicht ernst. Ja. Das ist super witzig, finde ich, wenn man einen guten Skipper hat. Die meisten sind immer richtig gut und gehen den Job auf. Es ist super lustig und das jedes Mal, auch wenn die Witze teilweise sowas von platt und dumm, aber es ist klasse. Und es ist ganz toll in Adventureland eingebunden mit der Skipper Kantine, dem Restaurant der Kantine der Skipper, der Bootsführer bei der Jungle Cruise, wo ihr unbedingt auch mal hingehen solltet, weil da die Story der Jungle Cruise einfach toll aufgegriffen wird, mit unheimlich vielen Details, mit Kellnern und Kellnerinnen. Gendern wir hier eigentlich? Nee, eigentlich nicht. Mit Kellnern, die absolut in ihrer Rolle bleiben als Skipper, die Geschichte der Jungle Cruise verinnerlicht haben, die ihre ganze Arbeit, die Sachen, die sie erzählen und so weiter anpassen an die Geschichte der Jungle Cruise. Und das ist eine ganz tolle Verbindung. Ja, das ist meine Nummer 3. Nun kommen wir zu Dörtes Nummer 2. Da muss ich nicht mal nachgucken, habe ich mir gemerkt. Ein alter Bekannter hatten wir gerade schon, die Country Bear Jamboree. Oh, 2. Ja. Cool. Ich mag die Country Bears einfach. Wir hatten ja gerade schon, hatte Thorsten ein bisschen was dazu gesagt. Eine nette, absolut lustige Show mit den Country Bears, die da ihr musikalisches Können nicht gönnen, je nachdem, unter Beweis stellen. Ich kann sie einfach unendlich oft schauen. Also ich wollte sagen, wir haben sie wirklich circa 15 Mal gesehen und für alle, die es irgendwie mitbekommen haben, wir wohnen nicht in Florida, wir sind nicht ständig in Walt Disney World, so dass man sagen könnte, ach, über hunderte von Jahren habt ihr diese Besuche zusammengesammelt, sondern in unseren bisher wenigen Aufenthalten Eigentlich jeder Tag im Magic Kingdom geht einmal zu den Country Bears. Das ist Pflichtprogramm. Ja, also fast sogar mehr Pflichtprogramm als jede andere Attraktion. Ich glaube, keinen wir sonst in jedem. So oft, ne, glaube ich auch nicht. Also ich habe auch ganz kurz überlegt, ob ich den Tiki Room aufnehmen soll. Vom Prinzip ja eine ähnliche Attraktion mit Animatronics, ganz klassisch auch. Aber doch, die Country Bears haben es mir einfach angetan. Meine Nummer 2 brauche ich jetzt auch nicht mehr gucken, konnte ich mir jetzt gerade auch so merken. Das ist Splash Mountain, also auch wieder ein alter Bekannter. Es ist einfach weil es ist ja eben nicht nur eine Wildwasserbahn oder Wasserbahn, sondern es ist ein Dark Ride mit super lustigen Szenen, mit tollen Animatronics, mit klasse Gestaltung, mit einer schönen Storyline, ein bisschen durchgeknallt, aber vollkommen gut, genial. Deshalb ist Splash Mountain auf meiner Nummer 2. Mehr brauche ich dazu nicht mehr zu sagen. Wir hatten sie ja gerade. Genau. So, dann fehlt jetzt Dörtes Nummer 1. Dort ist meiner Meinung nach die beste Attraktion in Magic Kingdom in Walt Disney World. Wenn ihr ein bisschen mehr über das Magic Kingdom lesen wollt, dann blenden wir euch jetzt hier oben in der Ecke gleich einen Link ein zu unserer Reiseführerseite über das Magic Kingdom. Da kommen demnächst auch die ganzen Attraktionen dazu, jede einzelne beschrieben. Bisher haben wir nur die Länder. Aber das kommt demnächst, da könnt ihr das alles auch nochmal super viel nachlesen, Vorbilder sehen und so weiter. So, jetzt aber wirklich nach Dörtes Nummer 1. Hatten wir gerade auch schon. Haunted Mansion ist meine absolute Nummer 1. Also, wie du gesagt hast, in Paris ist die Geschichte noch ein bisschen ausgefeilter, ins ganze Land eingebunden, aber es ist einfach eine tolle Attraktion. Der ganze Wartebereich, da finde ich auch, lohnt es sich fast, keinen Fastpass zu nehmen, sondern sich in die normale Schlange zu stellen, um die interaktiven Elemente an diesem Friedhof da alle mitzunehmen. Mir macht es einfach Spaß. Also wie du gesagt hast, die Escher-Szene und der Dachboden ist einfach eine perfekte Attraktion. Und wenn man dann davon noch nicht genug hat, kann man noch in den Memento Mori Shop direkt um die Ecke gehen und sich noch mit den passenden Souvenirs eindecken, wenn man möchte. Also ich mag's. Warum meine Nummer 1? So, fehlt meine Nummer 1. Und meine Nummer 1 ist Tomorrowland Transit Authority People Mover. Hatten wir gerade auch. Ja, hatten wir auch gerade schon mal.
ist für mich sogar, also als wir uns Gedanken gemacht haben über diese Variante der Show, im ersten Moment war mir klar, auf Platz 1 kommt der Tomorrowland Transit Authority People Mover, wie der ganze Name lautet. Es ist einfach schön entspannt, man hat einen tollen Blick, man wird die Musik, die läuft während der Fahrt, die dann auch zu den Attraktionen passt, durch die man fährt, das bisschen, was über die erzählt wird dabei, keine Warteschlangen, das ist perfekt, auch mal um 2-3 Runden zu fahren. In den meisten Fällen kann man einfach sitzen bleiben. Ja. Und es ist eine Attraktion, die in einer gewissen Verbindung zu Walt Disney, oder die in einer Verbindung zu Walt Disney noch steht, in der einfach auch aufgegriffen ist, was er auch in seiner Version von Epcot, als Epcot noch eine Stadt war, also das Parental Prototype Community of Tomorrow, als eine Art von modernen Transportsystem aufgegriffen haben wollte. Und ja, also könnte ich mal den ganzen Tag mich nur in den People Mover setzen, was zu lesen dabei haben, da bringt mir ab und zu was zu essen. Dann wäre aber keine Zeit für die Kantenbärs. Ja, stimmt. Das vielleicht am Anfang und am Ende. Ja, das ist meine Nummer 1. Ja. Was mich jetzt noch interessieren wird, wäre, welche Attraktionen dort schwer gefallen sind, mich aufzunehmen in diese Liste. Da habe ich mich, die Jungle Cruise habe ich auch überlegt, ist dann aber runtergefallen. Ich habe auch kurz den Ariel Ride, ich glaube Voyage of the Little Mermaid, ich kann mir den immer nicht komplett merken, habe ich auch kurz überlegt, weil es so schön gemacht ist, eigentlich ein klassischer Dark Ride. Und Big Thunder Mountain, ich mag die Bahn einfach. Und die zwar auch in Tiki Room auch noch, also es wären noch also ich könnte über die Liste wahrscheinlich noch viel länger weiterspinnen. Ja, aber ich sollte mich auf 5 begrenzen, also musste ich 5 nehmen. Und bei dir? Also bei mir war es übrigens nicht Big Thunder Mountain, das ist mir gar nicht schwer gefallen. Das stand für mich von vornherein eigentlich kam gar nicht in Frage, okay, weil die Version in Paris so viel besser ist, finde ich. Was mir richtig gefällt, ist auch Tiki Room, ist das eine. Und das wird jetzt den einen oder anderen extrem wundern, weil das eine Attraktion ist, die oft nicht gut ankommt, ist die Hall of Presidents. Also das ist mir sogar am schwersten gefallen. Also ich hatte erst eine Liste von 6 und musste dann eine streichen und das war für mich die Hall of Presidents, die dann nicht in die Top 5 reingekommen ist, aber das ist mir extremst schwer gefallen. Als jemand, der Geschichte studiert hat, der Historiker ist, finde ich, ist das so eine wunderbar lebendige Form, wie Geschichte vermittelt wird. Vollkommen unabhängig von dem Pathos, der da drin ist. Für mich als Nicht-Amerikaner oder nicht als Nicht-US-Amerikaner ist es trotzdem eine Attraktion, bei der ich regelmäßig Gänsehaut habe, wenn ich mir das anschaue. Und ist mir schwer gefallen. Ja, das war also die erste Aufgabe unserer Disney Parks Top 5 Show. Ich hoffe, die hat euch gefallen. Ja, vielleicht, bin gespannt. Seht ihr es genauso? Oder ganz anders, haltet uns für verrückt. Ja. Kommentiert was eure Top-Reize sind, was ihr bei unseren Bewertungen gar nicht nachvollziehen könnt. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr das auch in den Kommentaren posten. Natürlich, ja. Und wenn euch die Show gefallen hat, dann lasst uns einen Daumen nach oben da. Ihr wisst aber, auch wenn euch die Show nicht gefallen hat, dann lasst uns doch einfach einen Daumen nach oben da. Genau. Und wenn ihr weitere Shows dieser Art sehen wollt, dann abonniert unseren Kanal, drückt jetzt auf den roten Button. Und sobald ihr auf den roten geklickt habt, könnt ihr auch noch auf die graue Glocke klicken. Das müsst ihr unbedingt machen, denn nur wenn ihr die auch geklickt habt, werdet ihr benachrichtigt, wenn wir neue Videos veröffentlichen. Genau. Ja, das war's soweit. Und wir machen uns jetzt mal Gedanken über unsere Flop 5 im Magic Kingdom, was da dabei sein wird. Und damit sehen wir uns dann demnächst wieder. Genau. Bis dann. Tschüss.